48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure in Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boat Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 13. Episode und damit zur ersten Tageshälfte des Flusstages in Gruppe C. Am windreichen Tag 1 gab es auf dem Großgewässer nicht nur 4 Barsche mit 50 cm oder mehr, sondern auch 4 Hechte jenseits der 110 cm. Es sind also schon richtig Punkte auf den Boards. Team Adventure fehlt noch ein Hecht zur Fullcard. Trotzdem durften Fred und Honza als Tabellenführer übernachten. Ihre Fischgrößen sind starke Argumente für die nächste Runde. Neuke liegt trotz kompletter Karte hinter Adventure auf Platz 2. Paul und Christian werden fürs Weiterkommen sicher noch größere Barsche brauchen. Westin hat die schon, nämlich 4 Stück mit einem sagenhaften Schnitt von 51. Ihnen fehlt ein Zander und bessere Hechte. Die Viertplatzierten von LMAB haben vor allem gute Hechte auf der Karte, die Zander auch schon abhaken können und werden daher sicherlich gezielt auf Barsch angeln. Headbanger liegt auf Platz 5, hat mit einem verrückt guten Hechtschnitt einen riesen Trumpf in der Hand. Zeck braucht neben 2 Zandern definitiv noch kapitalere Fische, um in dieser starken Gruppe ums Weiterkommen mitangeln zu können. Wir gucken uns an welchen Gewässern die Teams ihre Pläne zunächst verfolgen werden. Westin und Headbanger starten auf der Ammer, Headbanger in einem kleinen Nebensee der Merwede. Zeck, LMAB und Neuke haben sich für den Rhein-Schelde-Kanal entschieden, die beiden letztgenannten sogar für denselben Spot. Die Stimmung scheint das aber zunächst nicht zu beeinträchtigen. Macht euch vom Spot runter. Haut ab! Aber keine Sorge, wir werden irgendwann hier abhauen. So ungefähr nach 4 Würfen werden wir abhauen. Good morning. It's the start from day 2 and we're gonna give it a go. We need 1 zender. We are 1 zender. We have 2 short. And we would like to upgrade the 2 pike we have, because we have 2 pike but really too small. And we're gonna catch the sender and 2 big pikes. That's simple. Yeah, that's simple fishing. I took you with me, so I have a lot of guarantee we will have fish, because you are my fishing machine, and I do a little bit of fishing myself too. Yeah, for sure. So yeah, we will have a nice day. We will do our best, and hope you enjoy today. So yeah, let's see what happens. Yep. Good morning, guys. Good morning. A new game today. We have been forced due to weather condition to change. You probably know that. River Day. Yeah. Quite unknown. I've been fishing there years ago. We are not used to go and fish in those rivers. We have some information, so we're going to rely on our skills, not on training, not on previous day with good or bad fishing. Yeah, new river, new spots, new place, and we are targeting big pike. In the comment, please encourage us. We're going to need it today to stay on the lead. Please cross your finger for us, because it's totally new for us. And in one word, our game plan for the moment is pike fishing. Yeah. So let's catch one. Let's go.
Herzlich willkommen zu Tag 2, erste Tageshälfte vom YPC Boat 2024 Team LMAB. Wir sitzen immer noch, weil wir sind heute etwas eher am Spot angekommen, aber leider nicht eher als ein anderes Team. Dann da vorne ist Team Neuke, die stehen auf dem Spot. Wir haben jetzt ein bisschen Abstand genommen, also auf jeden Fall locker Wurfweite, dass wir uns hier nicht in die Quere kommen. So fair wollen wir dann doch sein. Man dürfte. Man dürfte näher gehen, ja, aber ja, man muss sich jetzt da nicht ganz auf die Pelle rücken. Nee. Und ja, heute steht der Barsch im Fokus. Uns fehlen 2 Barsche und am besten brauchen wir noch 2 Bonusbarsche. Wir brauchen 4x4. 4x40 brauchen wir. Oder drüber. Also mindestens 40 muss stehen. Ja. Und das werden wir heute probieren. Johannes und ich starten mit der Finesse Filet Craw. Und ich hoffe, das mögen die Barsche. Im Training lief es ganz gut. Von daher dranbleiben. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Tag. Wir sind Team Neuke. Da steht LMAB. Wir waren heute 1-2 Minuten zeitiger an der Slippe, so konnten wir die perfekte Ausrichtung des Spots nehmen. Aber ich denke, wir werden genauso sehen, wie Sie fangen, wie wir fangen. So sieht's aus. Wir probieren natürlich gleich erstmal die dicken Barsche zu kriegen, wa? Dass wir die dickeren kriegen. I'm checking the guys from Elex are on our pike spot. Normally I want to catch Zander here. I think that will be quite fast. And I was planning to go to that spot, but I see a boat and it's the guys from Elex. If they are gone, I'm not going to fish there because then I fish after them. So, but I know enough spots, so no problem. But I don't like to fish on a spot that just has been hammered. Markus, soll mal den Leuten mal verraten, was unser Plan heute ist? Chris, erklär mal alles. Also, wir wissen die Ausgangslage, die Ergebnisse vom letzten Tag. Momentan stehen wir auf dem letzten Platz. Das heißt, wir haben eine Mammutaufgabe heute vor uns. Wir pokern. Das heißt, wir sind jetzt hier an dem Kanal und versuchen hier Barsche zu fangen, um die Hechte rauszuschmeißen. Also große Barsche wäre ideal. Wenn wir wirklich viel Glück haben, kriegen wir da hier auch nochmal einen Hecht abgegradet. Und mit extrem viel Glück kriegen wir auch Zander. Aber da will ich gar nicht drauf setzen. Das heißt, wir fischen hier jetzt ungefähr 2 Stunden, 2 Stunden 20. Und dann ziehen wir das Boot raus und dann fahren wir zum anderen Fluss. Denn da ist genau um 11 dann, wenn wir dort ankommen, der höchste Punkt von der Tide und wir haben ablaufendes Wasser und gucken dann spätestens da, dass wir die Zander voll machen und die Full Card kriegen. Das ist der Plan. Ob es funktioniert, werden wir sehen. So, Attacke. Feuer frei. Feuer frei. Welcome back on the second day of the competition. We're on a small river in the east side of the Netherlands and we're trying to fill up our paper with at least 1 perch and 2 decent sized sander. Yeah, that would be really nice. So, sun is shining. Let's go. Get fishke. 8 o'clock. Time for the first cast. 3, 2, 1, cast. Let's go. Let's go. First cast of the day. Do it with the first cast, man. Zeit für den ersten Wurf. Drückt die Daumen. Tag 2. Es geht los. First cast. Der ist klein. Guter? Jawohl. Guter Bar. Perfekt. Jawohl. Bitte dranbleiben. Heute ein bisschen mehr Glück wie am ersten Tag. Oh, Digga, ist ein guter Fisch. Ja, mach langsam. Guter Fisch. Der kommt gleich hoch. Jetzt ist er weg. Nein! Fuck, komm weiter, Mann. Die Fische sind da. Scheiße. Ärgerlich. Ja, also weiter kommen wir auf jeden Fall nicht, Jungs. Das haben wir bewiesen eben. Wenn so anfangen, kann es nicht besser werden. Sorry, dass es so ist. Wenn es schon wieder so ist wie vorgestern, absoluter Scheiß. Das war ein guter Fisch. Der war richtig gut.
I know. Nach Neuke hat auch Zeck den ersten Fischkontakt und verpasst leider den Traumstart zur Aufholjagd. Honza erklärt uns unterdessen die Hechttaktik am ersten Spot. I have really good feeling about our first spot. It's like a wall from the stones with little shallows in front. Pikes like to stay here in the stones and waiting for the bait fish. That's why we are using really big baits for the start. We think we're in a good position with the pike for now, and we're gonna fish small soft baits, 2 different sizes, which is the new prototype model of the Banger Shad. So when you're going with the 9 centimeter and I'm fishing the 12 centimeter one. Yes. We have chosen different colors. You're fishing a really bright chartreuse one, and I'm fishing a more natural color. So we do something a little bit different, and there's traditional jigging for sander. And with some luck, we might as well get a perch on these tactics. But if one of us catch a nice sander, probably the other one is going to change to a sea rig with Banger Lizard, just to do 2 different methods as well. And that's the plan. And if we get 2 quick sanders, maybe we take up the boat and go to a little bit safer perch spot, right? Yep. That's the plan. But we need to move. Huh? Yeah, I make a second cast on the other side with this. Because we don't know where they are, so we need to search when we cannot stay. Yeah. Fisch, Fisch. Yes. Wieder ein besserer. Hecht. Der ist ein Upgrade. Der hat über 65. Oh, Anker hat sich gelöst. Ja. Weil wärst du dort, oder? Jetzt kommt er. Petri, mein Freund. Der Barsch wäre mir zwar lieber gewesen, aber so, da sind wir bei 73,5. Nee, das nicht. Nicht drüber? Nee. Ja? Nein, 73, scheißegal. Passt? 73? Ja. Petri, mein Freund. Schick der Mama vorbei, Junge. Ja, Hecht kann er halt, ne? Hecht den Barsch wird er wieder verloren. Porca Miseria. Weitermachen, die sind... Mist. Hab ich den Barsch verloren und den Hecht gefangen? Gibt's doch gar nicht. Porca, gib mal ein bisschen Glück haben, Mann. Der erste Wertungsfisch des Tages geht an Zeck. Kleines Hecht-Upgrade. Weiter geht's mit Headbanger, die einen Zander fangen wollen. Right now we're doing traditional jigging with soft baits, and since we can't use the live sonars, this is a very good way to keep bottom contact and be close to the fish, because we're fishing a structure right now and we think that the sanders are holding up on these patches of hard bottom. We wanna stay close to the bottom and have good control in these windy conditions. But we're still trying to get away with fishing as light as possible to get a long drop. And hopefully that will do the trick. So far we haven't had any bites, but we've only fished for a couple of minutes. So I'm still a bit tired in the morning, maybe the sanders are that as well. Hopefully they wake up soon. Oh, fuck. Der war besser. Er hat mir alles genommen. Ui. Ah, das war ein guter Barsch. Scheiße. Ja. Ernüchternd, aber nicht beunruhigend, weil Team Neuke auch nicht wirklich was fängt. Würden die da jetzt einen Riesenbarsch nach dem anderen auf die Scale legen, dann... Wäre nicht so gut, aber es scheint so, als werden die Barsche noch nicht so hungrig. Oder noch nicht da oder noch ganz im Flachen auf den Steinen am Rauben. Kann natürlich auch sein.
Aber hier gerade passiert noch nicht viel. Kann sich jederzeit ändern und bei Barsch kann es dann sehr schnell gehen. Deswegen alles gut. Konzentriert weiter angeln und ja, gegen den Wind ankämpfen. When it's quite deep, like where I cast now, it's 5-6 meters and there's a lot of wind and the wind is coming from the side. What I also like to do is I touch my line like this and I look to my line and I will see it on the line when it falls slack for a second, but I also feel it in my hand. So that's the moment to lift the bait up again and like 40-50 centimeters, and then it goes down again and you feel it very good. When you feel the line like this, you feel it very good. It's also good for people who like to fish in the night. Just touch your line and you feel it when your little lead is falling on the bottom. The spot from Luc is very important. There's a special tree with some tree falling in the water in front, and it's a very special place. And he was that was his first stop. And it's very important that at some point when we pass again, we stop there. It's a big fish spot. Fred schwärmt von Westins erstem Spot. Luc erklärt ihn oder versucht es. Now the current is going that direction. Is this fish? No, that's too big. I hope it's a fish. It's a fish. It doesn't look like a fish. It is fish. Is it fish? I think so. Yeah? Yeah, but I think it's a bream. A bream. Maybe a bream falls hooked. Yeah, it's a bream. It's a bream. Bream number 2 for me. The bream master. All right. Bream number 2. No fish yet. Gonna do one small spot on a point there. The current is not perfect at the moment, so we're gonna do a few casts at that point here. Yeah. There, not so many, spot. just 15-20 casts. If that is nothing, I go to the other river. Because we really need this zender. Yeah. I think the wind is pushing up on the other side of the point. Maybe the other side is the good one. Johannes, Ja. ich würde uns ein bisschen versetzen. Ja, ich bin gerade so erschrocken. Ja, ich würde uns ein bisschen versetzen. Entweder raus oder rein, genau in den Knick von dem Loch. Ja. Dann können wir das Loch ausfischen, die Kante und den Knick hoch oder runter. Ja. Also entweder flacher oder tiefer versetzen. Weil jetzt ist hier gerade kein Fisch. Ja. Vielleicht stehen die in einer anderen Bahn. Dann Oder? gehen wir flacher. Gehen wir flacher, ne? Dann gehen wir flacher. LMAB will bereits etwas ändern, Neuke nicht. Ich würde trotzdem noch ein bisschen warten hier, weil kann sein, dass die einfach ja später in Jange kommen. Fisch. Macht Anker raus, macht Anker raus. Lass dir Zeit. Ja, das Ist nicht zu hart. Pass auf, jetzt an einem Kleider. Kescher, lass mich mal hin auf die Ecke. Lass mich mal. Ja, mach. Jetzt pass auf. Hopp, Lemon nehmen, dann haben wir doch schon mal. Ist er maßig oder nicht? Petri Heil, Ganz knapp maßig Petri Heil, sein. Petri, geil. Messen schneller können 42. Ich fange alles, aber kein Barsch. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also, Barsch. Schon so 42. Und dann liegt er noch schräg. Danke, super, mein Freund. Petri Heil, ein super Barsch. Scheiße. Ja, aber ja. Mach 3 Wurf noch und dann ist Tuck. Fang noch schnell ins Sander, da muss ich nicht slippen. So ist der Plan. Am Zielfisch vorbei, der Fulka trotzdem näher gekommen. Vielleicht hat Eule recht und die Zander lassen sich doch im Kanal erwischen und der Gewässerwechsel vermeiden. In Gruppe A und B wurden dort ja immerhin auch ein paar gefangen. When you fish the shoreline like this, sometimes I really look
at the side, imagine, because it gives me an indication. Here we are fishing over a big plateau, focusing on the shoreline. And here I see that outside I get a lot of small lily pad on the bottom. So potentially this place right there we could hold some fish. It's quite shallow. So not only the shoreline could hold fish, maybe they move a little bit out. So yeah, don't get too stubborn. Sometimes think a little bit out of the box and fish the outside. Yeah, fish on. Fish on? Yeah. Fish on. Zender? Zender, let it be a Zender, please. Yes. Yeah. We got one. Again on the first cast on the new spot. It's a little one, doesn't matter. But it's a Zender, Yeah. and I think it's okay size. I just make the measure board good wet for the fish. Right. Let's see how big it is. He's angry. He wants to go back. Let's see. It is 49. First fish in the morning. 49 centimeter Zender. It's a small one, but we are very happy with it because it's not really easy. And let's put it back, and hopefully we catch a bigger one. We do a few more casts because we are here now. Maybe there is a little bit bigger one, but if nothing happens here for the coming 5 minutes, we're gonna start pike fishing, don't you think, Jeroen? Yeah, I think so. We need 2 big pikes, and we can score a lot of points with the pikes. We have some special spots, so hopefully we catch a big pike over there. I'm very happy with the Zender, I tell you. Yeah, me too. I'm very happy with this Zender already, so early in the morning. So that is a good sign. So now we have the rest of the day for the 2 pikes. We already have the 2 pikes, but we want to upgrade. We need pikes from more than 90 centimeters to be good, because we really want to be in the final. Wir gucken erstmalig auf die Tabelle. Es ist bereits Bewegung drin. Zack gibt die rote Laterne an Headbanger ab. Westin macht mit dem Zander die Karte voll und springt von Platz 3 an die Tabellenspitze. Ansporn für weitere Punkte. Yeah, I think Westin could be fishing for perch there. You know, long weed bed on the bottom. Fisch. Kleiner Barsch. Ah, schick dein Papa vorbei. Jung, please. Triple geschafft, Alter. Geil. Stimmt, Triple, CC. Wenn ich jetzt noch einen Zander fangen kriege, muss ich dann noch slippen? Wenn er 90 hat, nicht? Fish. Yes? Yeah. I'm with you. Yes! Yes! Job We have done! a job done, Yes! mate. Yes. Whew. She's out, but she's in it. It's okay. Ooh. That's a relief. Yeah. And now from there we can go big. Woohoo! Or go home. Yes! Yes. You must always check and replace your treble hooks on your lure, like that. Pike in the net. Can really easy open it or broken it, as now. 79. 79. Okay. A nice 79 pike. This is what we need here. Almost 80. This is what we are looking for here. Super. Yes. Well done. Okay, let's release. Thanks for playing. Thanks for playing. Yes. Woohoo! Man. And we passed the 700 bar. We have mark more than 700 more points. than 700. It's really good. Fred hat recht.
Nachdem auch Adventers Plan perfekt aufgeht und die Karte voll ist, holt sich das tschechisch-französische Duo die Tabellenführung mit deutlich über 700 Punkten zurück. Mal sehen, welcher Zielfisch jetzt ins Visier genommen wird. Das größte Upgrade-Potenzial liegt vermutlich bei den Zandern. Neuke hofft derweil weiterhin auf große Barsche. Zack. Warte, ich mache gleich ab und mache gleich noch einen Wurf, da waren richtig viele. Soll das eine Verbesserung sein? Du kannst ja mal schnell durchmessen. Ja, ich messe den ganz kurz mal. Das hat er 32. Flip. Weiter geht's. Ja, ich fische jetzt hier so ein bisschen das Kickback-Rig mit einer kleinen Stahlspitze. Wir haben das mit Malte Gatz, kennen sicherlich auch viele der Zuschauer, bei der WM so ein bisschen lieben gelernt in Tschechien letztes Jahr. Am ersten Tag haben wir noch ganz gut gefangen und am zweiten Tag hat das schlagartig aufgehört. Und dann haben uns, glaube ich, die Letten so ein bisschen durchblicken lassen, wie sie das gefischt haben. Die fischen das Kickback-Rig viel länger, als wir das kennen. Und damals haben wir aber noch mit viel schweren Gewichten geangelt. Durch das Aufknallen des Gewichtes entsteht so ein kleiner Staubwirbel. Und wenn das Kickback-Rig dann etwas länger ist, ist es meistens so, dass die Barsche gucken, was war in diesem Staubwirbel los. Und in dem Moment, wo sie da hinschwimmen, kommt dann der Köder genau durch und dann packen die zu. Das war damals der Erfolg. Ich will das jetzt nicht ganz so lang, weil das ist recht wichtig, weil man ab einer Länge von, ich sag mal, 60 cm Seitenarm nicht mehr so richtig mitbekommt, wann der Biss kommt. Und das ist dann schädlich für den Fisch. Also wenn man ihn zurücksetzen will, sollte man schon ziemlich genau wissen, wann der Biss kommt, weil sonst schlucken sie zu tief und dann ist das Zurücksetzen unmöglich. Jetzt habe ich es gerade raus. Das ist immer ein bisschen tricky, deswegen fische ich es an einer etwas längeren Spinning. Hier jetzt das neue Standout-Modell Europa-Serie. Ist knapp 2,50 lang. Ja, ein kleiner hat gerade gezutschelt, deswegen ist er jetzt hier so ein bisschen runtergezogen. Also hier kann man eine Stahlspitze wunderbar davor fischen. Hier mache ich immer noch einen kleinen Gummistopper, um das Ende vom Draht zu verdecken, beziehungsweise dass man da nicht ständig hängen bleibt, weil hängen bleiben ist recht wichtig, sonst bleibt man im Fluro hängen und dann vertüdelt sich alles. Also hier ist der Seitenarm, das liegt dauerhaft auf dem Grund, schlägt dann auf, dann mache ich ganz langsame Kurbelbewegung und dann komme ich ungefähr da raus, wo das Blei aufgeschlagen ist und dann kommt meistens der Biss. So, jetzt ziehe ich mal einen neuen drauf und dann gucken wir, ob das nochmal klappt. Beim Anködern, viele kennen es ja mit Offset-Haken, braucht man hier nicht. Ziehe ich den ganz normal drauf, hier ein bisschen drüber, das Ende ein bisschen rein, damit sich das nicht vertüdeln kann. Und dann kann man das schon fischen. Wir suchen echte Fußballexperten. Deutschland gegen Schottland. Wie geht's aus? Einfach den Hecht und Barsch Newsletter abonnieren. Von heute bis spätestens 2 Stunden vor Anstoß für mindestens 100 € shoppen gehen. Per Newsletter den exklusiven Link zum Tippspiel erhalten und bis zum Anpfiff das Spielergebnis tippen. Richtig getippt? Dann bekommst du einen 100 € Gutschein aufs Haus. Mit Köpfchen tippen und richtig Kohle sparen. Die EM-Wochen auf hechtundbarsch.de. Und außerdem erwarten euch während der EM viele weitere Highlights wie EM-Bundles und kurzfristige Rabattaktionen. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Pyrotechnik. Ach nee, es ist ja EM. Solange Deutschland im Turnier ist, bekommst du deinen Angelschein quasi umsonst. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. So we're fishing for the zander and we're using the power hour not to fish pelagic or something, but just to see some structure and to know the spot. We haven't been on this spot yet, so it's a quick way to have a look at the bumps and slopes. So and we can see if there is some fish around. We're gonna use it now. There's pretty much everywhere fish.
Eine Stunde schon vorbei? Ja, eben. Wahnsinn. Eine Stunde schon vorbei. Das hätte ich nicht gedacht. Eine Stunde fischlos. Eine Stunde fischlos. Das sollten wir nicht halten. Aber ja, also bis jetzt mache ich mir keine Sorgen. Wir werden schon noch 2 Barsche fangen, die wir ins Scoreboard einreichen Das können. ja. Ich bin auch schon ein bisschen am Platzwechsel überlegen tatsächlich. Echt, ja? Ja. Und dann nochmal wieder. Aber nur still und heimlich. Weil wir haben einen Platz relativ in der Nähe, wo wir also im Normalfall garantiert 2 Barsche fangen. Nur sind die da nicht so groß. Hier passiert ja nicht viel, deswegen vielleicht. Ja, die Frage ist, ob die Barsche einfach nicht on sind. Das ist die Frage. Weil wenn sie dann da hinten auch nicht on sind, dann ist der Platzwechsel umsonst. Aber das weiß man natürlich nur, wenn man hinfährt. Das weiß man nur, wenn man hinfährt. Deswegen, wir überlegen mal ein bisschen still und heimlich und dann gucken wir mal, ob wir hier bleiben. Aber früher oder später gibt es auf jeden Fall einen Platzwechsel. Bevor wir lange drüber nachdenken und Zeit verlieren, machen wir das. Machen wir das. Ich bin aber auch für abhauen. Ja. Und ich muss ja hier später noch mal ran. Ja, hier haben wir uns ein bisschen verkalkuliert im ersten Spot heute. Paul macht jetzt noch einen Wurf. Ich packe schon zusammen. Und dann fahren wir an den nächsten Spot in der Hoffnung, dass da gestern keiner war. Aber ich hörte, gestern lief es ganz gut hier an dem Spot. Mal schauen, vielleicht kommen wir später noch mal wieder und fangen ein. Wir werden sehen. Now the plan is very simple. We need to upgrade and we need a minimum 84 centimeters pike. Sometimes the wind is a good thing, but sometimes it's a bad thing because the wind brings a lot of noise on the water, and especially here on the river with rocks, that's where they used to be. They might have been pushed down a little bit, so more difficult for us to focus on those fish because we don't know exactly where they are. It's going to be more easy for us to fish the shallow because they cannot escape from the shallow when they stay there, like big flat with grass. They live there, waves or not waves. So we're going to focus on those places and we're going to fish more random, bigger area, more than really tiny spot like this. Now we have what we need. We need to upgrade, and the idea is to fish bigger area and to find those fish there. Potentially they didn't move too much with the heavy wind of the last 2 days. Yeah. Let's go. Let's try. Adventa macht sich auf, die Stelle zu wechseln. Zeck ist gerade am neuen Spot angekommen. Das ist ein etwas markanter Spot. Da hinten ist eine Bucht und da läuft eine Buhne raus. Wir hatten tatsächlich hier im Training auch ein bisschen gefischt und hatten da ein paar Hechte und auch Barsche. Jetzt hoffe ich, dass die heute auch da sind. Und jetzt machen wir es statt zu ankern, machen wir jetzt eben wie gesagt eine kleine Drift hier runter zu und dann geht's weiter. Also hier Run and Gun, wenn Barsche da sind oder Hechte, beißen die direkt und wenn da nichts da ist, geht's zum nächsten Platz. Das müssen wir jetzt so 2 Stunden jetzt durchziehen. Also weiter Daumen drücken. Also was sich auf jeden Fall rauskristallisiert hat, bei uns zumindest, war, dass alles, was Radau macht, momentan besser funktioniert wie Finesse-Techniken. Also es waren dann Crankbaits, Bladed Jigs, Jigspinner und Co. Also alles, was wirklich Radau macht. Wobei ich glaube ich auch noch mal, da schon wieder. Das sind kleine Barsche. Tatsächlich noch viele Muster da drin. Wir haben ja die kompletten neuen Hardbaits redesigned. Beziehungsweise eine komplett eigene Entwicklung. Das ist der Hitch, der neue. Ich weiß noch nicht, wann die auf den Markt kommen. Wenn ihr das seht, sind die wahrscheinlich schon draußen. Da waren wir ewig lange zugange. Also wirklich jeden einzelnen Hardbait sehr detailverliebt bearbeitet, neu gemacht. Und ich hatte da wirklich schon sehr, sehr schöne Fische jetzt in der Testphase mit. Und da liegt mir auch wirklich ein Herz dran an den Dingern, weil die eben so viel Zeit und Arbeit gekostet haben. Weil das sind alles noch so Prototypfarben. Jetzt in dem Speziellen sogar fast alles Barschalarm. Der liebe Johannes bekommt nämlich eigene Farben. Statt Drillinge kriegt er hinten Einzelhaken mit Federn. Die kommen aber auch demnächst. Fisch. Kleiner. Erster Wurf. So, 22 wird er wohl haben, der Kleine hier. Oh, den hat mal ein Hecht gepackt sogar. Oh, Löwe! Knappe. Ein Löwe. Gerade so. Ja, den legen wir mal kurz drauf.
Der hat so eine 27. 27? Junge, das ist ein richtiges Tier. Ich will einmal noch angucken, in ganzer Pracht. Dann darf der auch ganz schnell wieder rein. Einen noch, dann Fullcard. Ja. Der Kescher auch kaum überdimensioniert für den hier. So, darf mal in eine andere Richtung, vielleicht werden sie da größer. Fisch. Nee, ich glaube, es ist kein Fisch. Kleiner? Soll ich ihn keschern oder? Ich glaube, es ist kein Fisch. Ist doch ein Fisch. Tigerfisch. LMAB hat am zweiten Spot sofort Fische jeglicher Art am Haken. Westin hat fürs Hecht-Upgraden ordentlich Strecke zurückgelegt. So, that was a long ride and we just arrived on a very nice spot. We checked this spot out yesterday and it's clear water. It's a very nice drop-off with a lot of structure and here it's going to be happen, Jeroen. It's going to happen. I can feel it. We're gonna have bites here from pike, and there is nobody here. I was a little bit afraid the guys from Elex would be here, so because they also went this direction, but nobody's here. We got a whole spot for ourselves. The spot is for us, so that's cool. That's cool. It's a perfect drift. The wind is going that direction and the current also, so I don't need to steer a lot with the electric engine. I just here have to keep the boat on 4 or 5 meters and the wind is doing the rest. Just a perfect speed, so we cover a lot of water. Perfect situation. It's the water temperature is around 20 degrees. That is also perfect for the pike. And it's a little bit cloudy and a little bit sun. I love it. I love it. Leute, ich wechsle jetzt mal ganz kurz auf unseren Good Vibe hier. Denn an dem Platz sind eigentlich ganz viele Fische. Und die Kleinen, gerade die Kleinen, die reagieren noch super gut auf so einen Spin-Jig. Deswegen mache ich jetzt mal ein paar Würfe, um den Platz auch vor allem viel schneller abfächern zu können, als wie mit dem Sea-Rig, was ganz langsam geschliffen werden muss. Und ja, vielleicht finden wir so die Wurfrichtung erstens schneller. Und ja, guck mal, vielleicht sind die Barsche auch... Oh. Da ist schon der erste. Das ging ja schnell. Ja, klar. Das ging ja sehr schnell. Es kann auch sein, dass die gar nicht am Grund rumlungern. Ich nehme den mal mit der Hand, weil der ist nicht mal maßig. Den kann man gleich aushaken. Fish! Yes. You are my pike man. I got this idea. I change the bait. Oh, nice one, nice one. Nice one. Single hook, so stay there, stay there. It's coming. It's coming. Get ready. Yeah. Yes, man! Yes. Yes! Yes. Woo-hoo. Second pike today. Yes. Woo. Perfect. With the new size of the Banga shad. Nice one. Let's see. A little bit. Yes. Way, yes. Yes. 82. 82. So. Yes. Yes. Woohoo. Yes. It's good. It's very, very important when you fish. Very often we bite. You have bite? Yeah. I stopped. It's really short. Impossible to set the hook, but I stopped for the it's moment. very important when you fish. Very often I can
watch some fishermen. They feel so confident about one bait that they're gonna have one bite with it or one pike or whatever, and then they doesn't matter the type of spot. They're never gonna change the lure. If they fish with a mouse, if they fish with a shad, a crankbait, they don't change. We need to change every time you change. Here we have a large plateau. We were fishing on like crankbaiting some bigger lures. Now we have a deep hole. Then I put a shad on a jig head. Immediately you need to react. That's how you're going to make one more fish, one more fish, one more fish, and get more fish at the end of the day. So really adjust to the situation. There's not one lure that can fit all situation. Die Hechte haben heute wieder Bock. Die großen Barsche lassen sich noch bitten. Oder? Fisch. Besserer. Bestimmt ein Hecht. Safe Hecht. Zappel gar nicht. 100 pro Hecht. Hecht, ja? Ja, safe. Oder ein Zander. Zander will wir nehmen, großen. Zander will ich nehmen. Und komm mal links. Ja. Aber einen großen Hecht will wir auch nehmen. Wow. Das ist ein guter Hecht, aber ob da ein Upgrade ist, weiß ich nicht. Doch, bestimmt. 68, safe. Ach so, ja, so ein Upgrade, ja. Ich meine jetzt für unseren 94ern. Oh fuck, ich bin hängen geblieben. Oh nee. Oh Junge. Bei dem kann es ja passieren, ne? Ist egal. Halt das Netz mal da drüber, du hängst, bist schon wieder eingehakt. Ja, das ist scheiße hier. So. Ja, so jetzt auch, meine Güte. So. Vielleicht sind deswegen die Barsche hier auch nicht so aktiv. Da haben wir ihn auf den Good Vibe. Schöner Hecht. Auf jeden Fall ein Upgrade, aber natürlich nicht das, was wir jetzt brauchen erstmal. 84,5. Ist das korrekt? Also 85 Punkte. Immerhin Action im Boot. Fisch. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß auf der 28er. Fische fange ich immer gut. Liebe ich. Ach. Das Spinstick ist halt auch immer gut für ein Hecht. Und deswegen da doppelt wichtig gleich. Immer mit einer kleinen Stahl- oder Titanspitze zu angeln. In dem Fall war es jetzt hier Golden Roach, 14 Gramm. Fisch, und Fisch, guter Barsch. Naja, gut. Er war auf jeden Fall besser als... Nicht so gut, wie ich gehofft hatte, aber... Jetzt geht's ja Schlag auf Schlag. Ich angel mal, oder? 31. Ja. Der geht ganz schnell zurück. Machen wir gar nicht lange rum. 31. Ich würde sagen, Enrico, Fullcard. Stimmt. Fullcard, du auch. Die mit dem 31. Mit dem 27er und mit dem 31er Barsch. Fullcard ist Fullcard. Die Barsche bringen die Fullcard. Der Hecht ein schönes Upgrade. LMAB kämpft sich auf Platz 3 vor und sitzt Weston im Nacken. Neuke ist von Platz 2 auf 4 zurückgefallen und sucht Fische, um zurückzuschlagen. Der Grund ist hier recht schlammig-sandig und sobald etwas Härteres dazu kommt, wird das dann quasi heller. Und wenn die Fische würden dann quasi mit einem leichten Schatten abgebildet werden. Das da könnten hinten welche sein. Jetzt werden wir hier so ein bisschen die Muschelpackung abkratzen. What we are doing right now is we cast to the rocks and I keep the boat on 6 or 7 meters of water and we bring the lure just over the drop-off. And we already saw a fish suspending on the downskin. So they are here. It's just a matter of time before we will have a bite. For me, perch is usually, a nice weather fish. You want some warm weather and some sun, and we have quite the opposite. So that could be a reason. Both the sander and the perch have a closed swim bladder, so they can be pretty affected by weather. So that could be a reason.
Ich glaube, du hast mich schon wieder, oder? Nee. Ah. Fisch. Aber Fisch, ja? Aber das, der ist beim Hochleiern draufgekommen. Echt? Beim Hochleiern ist er draufgekommen. War wieder weg. Wahnsinn. Stehen ein bisschen oben. Soll ich mal ein Twitchbait angeln? Ich habe auch schon überlegt, ein Crankbait zu angeln. Ja, Crank. Dann mach du aber mal, einer sollte schon ein Skirt angeln, finde ich. Ja, aber ich krieg fast keine Kontakte. Ich würde gerne meine Mama grüßen und meine Oma, meinen Onkel, meine Schwester brüderlicherseits, den Onkel, dessen Neffe und von dem der Gartenkumpel Günther. Oh, hier wirst du immer im Kopf, wenn ihr nicht kommt. Günther macht heute Hecke. Günther macht heute Hecke, ich würde gern Rasen machen. Ist mir klar, dass du den schön auf 2 cm runterscherbeln willst. So, nur gelabert. Komm, wir fahren auf die Ecke. Da zuppeln wir ihn raus. Einfach jetzt ins Wespennest stechen, 4 Dinger rausballern. Fisch. Fish, fish on. No, it's off. Da ist der nächste. 2,6 ist schon bitter auf jeden Fall. 2 Würfe, 2 Fische, ja? Ja. Erster Wurf, geil. Der ist nicht ganz so groß. Und weil der Biss gut war, aber 26. Keine Verbesserung. Schade, schade. Spaß macht's trotzdem. Fisch. Kameramann geworden, Alter. Fisch. 1.2 Meter now. Oh, fish! What a jump! Here we are. He's in the net. Flying pike. I think this one we don't need to measure, but it's always fun. It's still a pike. And especially when they jump like this. Auch wenn wir punktemäßig heute noch nicht die ganz großen Sprünge gesehen haben, einige Teams haben doch sehr regelmäßig Fischkontakt. Headbanger hat dagegen auch die Live-Technik nicht geholfen. I think it's better to try. Shallow. I think it's better. Should we take in the live scope and go to the river? Let's do it. Yeah. Yeah. Fucking hell, it's not going good. Also wir sind jetzt gerade noch mal nach einem langen Ritt hier am anderen Spot angekommen. Kann sein, dass das der letzte ist oder wir noch einmal an die Brücke runterfahren, aber der Winter frischt immer mehr auf und gerade beim ersten Wurf auch den ersten Biss bekommen. Leider blieb der Fisch nicht hängen nach dem Anhieb. Vielleicht haben wir Glück und erwischen noch 1, 2 Fische hier. Fuck. Knote durch. Knoten durch. Besser wie beim Fisch. So, langsam gehen die montierten Routen aus. We still didn't figure out if they are shallow or deeper. We had one follower and that fish came from 3 meters, but I have the feeling we are fishing too fast. So I'm gonna try the Western swim. This one, you can see it on the scratches. This one has proven in the past, I caught many pike on it, and especially when the depth is 2 meters, this is a super lure. The sinking runs like 1 meter depth, so when you fish on plateaus from 2 meters, this is very good. I like to use the sinking because it goes 1 meter, 80 centimeters, 1 meter. We also have them in suspending. The suspending runs 30 to 40 centimeters. I like that in polders and shallow waters. But 99% of the time I fish with the sinking, the Western swim 12 centimeters. I take a natural color because the water is quite clear. So this is the pike color and I have a lot of confidence in that one. Weston arbeitet noch an der richtigen Taktik, um die Hechte zu kriegen. Fred überlegt, ob er sie nicht schon gefunden hat. What do you think? We have the 2 pike next to some drop, right? Yeah. Like
It was 3 meters on the pocket there when I get my pike, the second one. And the other one was at the point. We don't get much action on the shallow, right? Yeah. Shall we find this as a conclusion or and search for a different spot? Or you want to keep shallow? Couple of minutes more and I would like to try this corner. Yeah. And we'll see what it brings. Are you actually jigging on the ground? Or? Yeah. I'm going to the... Why? If there is an active one, you should get a bite pretty quick. Go to the Maurek. It's closer. Try there. But it's the same river, so there's probably problems there as well. Probably. Headbanger ist sich nicht sicher, wo die Reise hingehen soll. Neuke offenbar schon. An den Kanten und Muschelbänken kommen irgendwie nicht größere Fische. Deswegen werden wir jetzt große Strecke machen. 2 Driftsäcke rein, über flache Plateaus drüber driften. Ist dann so ein bisschen mehr random, was kommt. Also hauptsächlich schon Barsch. Da kann aber immer mal ein guter Hecht mit beikommen. Uns wäre es lieber gewesen, hätten wir die Barsche gezielt an den Kanten gekriegt. Hat nicht geklappt. Probieren wir jetzt so. Da seht ihr auch ein paar Fische. Yeah, it's a perch. It's a nice perch. That's a nice perch. Take the net. Yes. It's a nice perch on the jerk bite. A really good twitch bait. Over here it's around 4 or 5 meters, and with a jerk bite it runs 2.5 meters, so that's perfect. Yeah, that's nice. That's nice. Look at this. Beautiful fish. Wahnsinn! Dieser Traumbarsch, für den LMAB, Neuke, Zeck und Headbanger aktuell töten würden, bringt Westend punktetechnisch rein gar nichts. Ein besserer Hecht würde dagegen sehr helfen. I have a bite on the swim. Yes. It's one cast after the perch. Yeah. And we have a pike. Come on. Pike on. Pike on. I don't think it's a big one, but doesn't matter. My lure is just, oh, it's a small one. It's a small one. You see how he took the swim, you see? Maybe I can hand land it, so the hooks are not in the net. Is that allowed? Yeah. Woo! Jeroen, I don't think this is an upgrader. No, I don't think so. You don't have to measure it. No. Look at this. Beautiful creatures. Yeah. At least I smell like a pike now. Love it. This Westend swim is quite easily to fish. Honestly, you can do nothing wrong with it. Even if you start pike fishing as a beginner, the Westend swim is a lure. Everybody can catch pike with it. You can twitch it a little bit like I do, tick tick, and let it hang for a second. Or you can slowly wind in and stop every 2 meters. That's also good. So it's always good to do stop and go. I do 2 times tick tick and I let it hang, tick tick. And many times when the moment comes that it's hanging, the pikes see the opportunity to take it. Also wenn es bei mir Pop macht, dann warte ich ja das dann nochmal. Aber so hat man es mir zumindest gesagt. Ich fische echt seit WPC mit Carolina. Okay. Davor nicht. Davor habe ich immer gesagt, der muss den Spinchick fressen, wenn die da sind. Dann aber ich habe gemerkt, das ist nicht so. Ja, wir sind nicht so falsch auf jeden Fall. Schauen wir mal an. So Leute, jetzt seht ihr mal, wie das aussieht unter Wasser. Und zwar ist da alles voll mit Muscheln. Und wenn ihr sowas an der Montage hängen habt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, dass ihr am richtigen Barschplatz seid. Denn die lieben diesen steinigen, muscheligen Untergrund. Und genau da drüber müsst ihr euren Krebs drüber schleifen in Zeitlupe und dann klappt es hoffentlich mit dem ganz dicken Barsch. Also von unserem Plan her müssten wir jetzt weg. Was machen? Du, solange wir keinen gescheiten Hecht und keinen gescheiten Barsch haben, gell, brauchen wir normal auch kein Vollgas. Ah ja, aber
Zander brauchen wir für die Full Card. Und eine ja. Mehrwede hat es auch Barsch und Hecht. Ich meine, klar, hier ist die Chance eigentlich größer. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Wie lange fahren wir von da bis zu der Slippe? Da vorne ist der Hafen. Nee, zu der Slippe an den anderen Ding, wo du hier willst dann. 45 Minuten. Ja, dann kannst du rechnen, 20% Angelzeit weg, ne? Ja, aber dass man hier, Viertelstunde. ja, aber dass man hier noch einmal Zander fangen, ist wirklich nicht wahrscheinlich. Das ist nicht das Zanderrevier. Da, wo wir hinfahren, ist besser. Ja, wie gesagt, wenn man kein gescheite Barsch und kein gescheite Hecht haben, dann ist es diese Zander unnötig. Dann verschwenden wir jetzt halt eigentlich bloß Angelzeit. Wenn wir wegen dem Zander wegfahren. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, aber Full Card brauchst du trotzdem. Für? Ohne Full Card machst du hier nichts. Und der 42er Zander, der hilft auch nicht. Ey, das ist ja klar, dass die nichts helfen, deswegen sage ich, ja? Was tun? Also ich stehe jetzt wegen dem lumpischen Zander da nicht das Gewässer wechseln. Sag ich. Ja, aber es läuft ja gerade nicht, so wie wir es geplant haben, weißt du? Irgendwie müssen wir uns jetzt arrangieren. Aber ist echt guter Rat teuer. Aber ich würde eigentlich unseren Plan weiterverfolgen. Warte. Noch nicht. Noch nicht. Ist. Oh, oh, oh. Alter. Lass erst mal draußen. Oldschool. Das hat vor 20 Jahren schon auf dem Bodden funktioniert. Also ganz so lange ist es jetzt bei mir nicht her. Aber so vor 10 Jahren bei mir gut auf dem Bodden funktioniert. Und das funktioniert auch heute noch super. Wenn der Bugmotor nicht geht, weil er immer nur zu zentral in der Spitze ist, einfach einen Driftsack. Oder wenn so ein Wetter ist wie heute, einfach 2 rein. Und dann wird das schon. Also trotz der 2 Driftsäcke, die wir drin haben, korrigiere ich die Drift immer wieder mit dem Bugmotor. Dafür habe ich den Kopf quasi in diese Richtung gestellt, dass wir immer weit genug von den Steinen weg sind. Weil hier muss man tatsächlich darauf achten, dass der FIS-Pass sagt, dass man ungefähr 30 Meter vor den Steinen aufhören muss mit Angeln. Und das mache ich quasi mit dem Fußpedal und ziehe uns dann genau an der Kante lang. Bis jetzt funktioniert das alles noch super gut. Oh, da war er. Scheiße. Ja, jetzt hatten wir den ersten Biss. Also es scheint eine ganz gute Ecke zu sein. Hier ist noch recht viel Kraut. Hing ganz kurz im Shutterbait drauf. Ich bin zuversichtlich, dass hier gleich noch was kommt. Neuke fischt nun also mit Driftsäcken überm Plateau. Zeck scheint sich bisher gegen einen Gewässerwechsel entschieden zu haben. Ich habe hier wieder so einen 17,5er Barschnochläufer gehabt. Der so. Kleine Fisch kenne ich mich aus. 63 ist meine neue Lieblingsnummer, das schwöre ich da. Und mein neues Ziel war mein Barsch-PB. 63. Ich fange ja nächstes Jahr in Tschernobyl oder was, man weiß ja nie. Scheiße. Habe ich es doch gewusst. Karpfen? Karpfen gerissen. Sicher, dass ein Karpfen ist? Da ist ein riesen Zander. Genau. Man weiß ja nie. Ich habe echt nicht geglaubt, dass das mit den Pitchcast STL-Rute da, dass das funktioniert. Aber die sind echt fest. Verdrehen sich nicht. Die haben sie geteilt. Die Pitchcast, das war vorher einteilig. Und dann hat sie Carsten umgestellt auf STL, also zweiteilig. Was vom Transportlänge her besser ist, hat er gemeint. Und dann habe ich gleich im Restbestand nochmal die einteilige gekauft. Weil ich mir das nicht vorstellen gekannt habe. Aber jetzt fische ich da die STL schon ein paar Mal und ist echt geil. Also macht überhaupt gar keinen Unterschied. Hey. Cool. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord.
Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Heik, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellen. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Boah, stimmt. Und neben der höheren Golden Ticket Chance möchte ich euch einen weiteren Anreiz geben, früh zu bestellen. Wer bis zum 31.05. seinen Kalender vorbestellt hat, hat die Chance, einen von 5 Adventskalendern umsonst zu bekommen. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Nein! Hat schau einen. Ich hatte auch gerade einen. Guten Biss gehabt. Echt? Ja, dann sind wir ja richtig. Genau hier unten. Ich hatte auch gerade Biss. Ach Leute, jetzt kam der erste Biss an dem neuen Platz. Wir sind jetzt auch schon, weiß nicht, bestimmt eine halbe Stunde hier. So ein schöner, satter, so ein richtiges, ja, so ein Tock ist das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was kann man dazu sagen? Plop. Hä? Plop. Ein Plop? Ja, so ein Bub. Ich denke, es ist eher ein Bub, anstatt ein Tock oder ein Blob. So ganz wollte er nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Barsche einfach nicht gut drauf sind. Sonst hätten wir schon längst einen besseren irgendwo gefangen, einen größeren als 35 oder so. Weil die Plätze, die wir geangelt haben, waren alle gut, aber die sind einfach nicht on. Das ist so. Habe ich aber schon häufiger erlebt, wenn so Wetterwechsel mit so starken Windfronten von Südwest kommen, bewölktes Wetter, sehr viel Wind. Habe ich schon oft erlebt, dass sie dann nicht gut drauf sind. Aber wir wollen ja auch nicht 20 fangen. Uns reichen ja 3. Sind wir schon eins runtergegangen. Naja, der 85er Hecht, ja, der ist schon gut. Der ist schon okay, ja, das stimmt. Naja, wir haben gesagt, wir wollen 80-Punkte-Schnitt mindestens pro Fisch haben. Schon wieder ein Biss. Hat es? Oh ja, und auch einen guten. Genau hier vorne. Ja, ich sehe, du hast ein bisschen rechts geschmissen. Kante. Das ist doch... Gibt's ja nicht. Wieder ein Bub. Ja, wieder ein Bub. So, also einen guten. Bub. Egal. Wir wollen noch nicht so ganz, aber vielleicht gleich. Vielleicht kommt jetzt bei den Barschen die Power Hour. Die Power Hour. Die machen jetzt Power Hour, die Barsche. Und dann geht's los. Fisch. Ah, da ist ab. Das sind kleinere Barsche, glaube ich. Wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter, ey. Wahnsinn. Fisch, 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 Fisch. Ich zieh ihn zu dir. Yes, da ist er! Ah, geil! So, Köder ist raus. Kaishin auf... Ja, das ist der 4-Inch Prototyp vom SLT. Und hier haben wir den richtig geilen Barsch. Der ist verdammt lang, aber wesentlich dünner als die letzten, die wir im Holland's Deep hatten. Und wir haben hier 49,5, 50 im Turnier. Geil. Das, was wir haben wollten. Genau, den haben wir gesucht. Der Endbarsch. Der Gute kommt jetzt schnell wieder zurück. Der braucht noch ein bisschen Futter, ist recht dünn. Geil, Chrissy. Den haben wir gebraucht, davon brauchen wir jetzt noch ein paar, Leute. Jetzt geht's ab. Ihr seht's, Leute, das ist hier wirklich, das ist Arbeit pur. Heute ist Arbeit. Und den haben wir uns jetzt echt verdient. Paul? Ja? Ich sag mal so, du hast dir vielleicht auch einen verdient. Na los, dann holen wir uns jetzt noch einen.
Der Strategiewechsel zahlt sich voll aus. Nachdem die mutmaßlich sicheren Großbarsch-Spots nicht liefern, bringt die erste Drift übers Plateau direkt den ersehnten Riesenbarsch. Neuke holt sich Platz 3 zurück und mischt wieder vorne mit. Auch bei Zeck tut sich was. Brauchst du Kescher, oder? Kannst du ihn abschütteln? Ne, 33, kein Upgrade. Fish! Yeah, I saw her. Where is the remote? In your pocket? In my in your pocket. Why, it's okay, it's okay. It's a small one. No improvement. Yes, baby! Next one. Arsch. Gut. Jawohl. Ich komme auf die Hilfe. Besserer Barsch. Bitte bleib dran. Ja. Das ist einer von denen, wo man sieht. Jetzt kommt er. Upgrade auf jeden Fall. Yes. Geil. Mach. Heintige Barsch. Heintige Barsch. Genau. 37. Es geht in die richtige Richtung. Bei Schlusslicht Headbanger kann man das heute leider überhaupt nicht behaupten. Yeah, we can give you an update and we can be pretty quick with it because we have nothing, no strikes, no bites, nothing seems to work so far. So yeah, really thinking about the next step. Not sure what it's gonna be. Switching water or switching spot. Nur noch einen einzigen Prototypen. Der letzte seiner Art bis zum Release. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben. Released wurden sie auf der Angelwelt in Berlin. Oh, da war einer. Released wurden sie auf der Angelwelt in Berlin. Der eine oder andere hat mich vielleicht gesehen. Wenn nicht, auch nicht schlimm, ihr könnt es auch ohne mich kaufen. Aber perfekter wird es nicht mit dem OG. So, und jetzt Feuer. Next one. Fisch. Erster Wurf. Paul, komm. Ah, der ist ein kleiner Hecht. Das ist keine Verbesserung. Mach ich selbst. Der Kleine darf aber wieder rein. Der ist keine Verbesserung. Trotzdem wunderschöne Fische. Und weiter geht's. Guck mal, da verstecken sie sich alle. Da sind sie alle. Da sind sie. Guckst du mal. Wir dachten schon, wir sind alleine. Braucht sich wohl nicht in den Wind zu stellen. Was ist denn da los? Ja, das ist Zeck. Zeck steht vorne auf der Ecke. Da vorne ist Neuke. Vorne an der Spitze. Sind das gerade krasse Welle, Alter, gell? Das sind echt gerade geile Welle, ich schwöre. Alter, aufpassen. Porca Miseria. Wie auf der Adria, ne? Ja, das ist Fühlt wie man auf sich der fast wie Adria. Die zu sind auch Hause. schön lang, Alter. Der gibt drei. Porca. Der hat's ernst gemeint, ey. Alter. Oh Gott, Alter. Kommen wir Nummer 2. Das Problem ist, wenn wir auf der Adria unterwegs sind, haben wir wenigstens ein Boot, Alter. Und eine Schüssel. I think like we've tried this type of fishing here and they seem to be very turned off. So what would be the option? The option would be to go to Skalderein, but we don't really know Nothing. if it's gonna be different there and we will lose a lot of time. But what do your gut feeling say?
really don't have a clue. I thought this was a really good spot, so we can try the entrance at the boat ramp and try a few crypts over there. And the other lake maybe, but doesn't feel like a solid plan at least. You don't want to take up the boat and move completely? Yeah, it can, but then we don't have the sander properly, probably. So then we go for the perch and hope that we have enough points, but I think it will be tricky to do that. On this part we had a follower, a pike from around 1 meter, who followed the lure from Jeroen. So because on that moment we are fishing with soft baits, so we come back a half hour later with hard baits, and Jeroen is fishing with a jerk bite, tick tick tick, pose, tick tick, pose, and maybe he will take a lure like that. We had the feeling the lure was going too fast because there was no aggressivity in the fish. So I try a Western swim and I fish it slowly. Maybe he falls for that. Tick, tick, boom, let it go, tick, tick. Oh, da war ein Biss. Fisch. Ab. Fisch. Oh. Oh. Why? Oh, bite again. Why? Kleiner. Wow. Der war übermütig auf jeden Fall. Fisch. Hecht. Was ist es? Hecht. Warte, nehme ich so, Chrissy. Okay. Das ist ja keine Verbesserung. Hier haben wir ihn. Kleiner Pike, muss schnell wieder zurück. Bringt uns leider nicht mehr weiter. Oh, look at this one. Look at this fucking pike. Here, we can stop. Big one. We can stop and I let it go a little bit. That was a big one. Meine Fresse, Alter. Ich hätte die Schnur gestern alles ein bisschen straffer machen sollen. Fisch. Das ist, glaube ich, wieder ein Hecht. Ist ein Hecht? Ja. Ja, der ist ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht mal messen wegen dem kleinen Zander da. Jo, ist drin, ich muss vor wegen dem Ankerseil. Oh, der hat mich jetzt voll erwischt. 85. Also Leute, ihr habt vielleicht gesehen, wo ich den Hecht probiert habe, aus dem Kescher zu holen, hat er mich voll erwischt. Also das Blut ist hier nicht vom Hecht, das ist von meinem Daumen. Zeige ich euch auch gleich nochmal, wenn ihr wollt. Ja. Flupp, seht ihr ja, wie schnell der abgehauen ist. Und hier kommt's raus. So doll ist es auch nicht. Ich bin ja alter Pike-Hunter. Da bin ich gewohnt. Die Hände sehen eh schon aus wie verrückt. Muss jetzt bloß kurz die Blutung stoppen, ein bisschen trocknen lassen und dann jetzt sofort weiter. Kleiner Lifehack bei Driftsäcken. Bei dem ist es ganz gut. Der hinterste ist hier rot markiert, bei manchen ist es schwarz markiert und dann findet man es nicht raus und dann hebt man sich einen Wolf. Ein Seil ist immer hinten dran, dann kann man das Wasser rausheben und ihn leicht rausnehmen, weil ich öfter mal am Bodden früher welche gesehen habe, die dann so an der Reling standen. Das hätte nicht sein müssen. Also es gibt genug Menschen, die das, glaube ich, nicht wissen. Bei deinem Driftsack weiß ich es ehrlich gesagt auch noch nicht. Da sind nämlich alle schwarz. Aber ich mache es einfach an der Seite. Gut, also Leute, hier kam jetzt leider auch kein Barsch. Wir haben es 3/4 Stunde probiert, Fische sind da, wir hatten ein paar Bisse, aber die wollen noch nicht so richtig. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen beraten, einen kleinen Schlachtplan gemacht, oder? Haben wir. Haben wir, denn wir haben auch noch einen guten Zanderplatz. Da hatten wir gestern im Training tatsächlich, den haben wir ein bisschen per Zufall gefunden, aber in kurzer Zeit 2 richtig dicke Zander, beide knapp 80. Und dann wollen wir natürlich auch noch vorbei. Und auf dem Weg liegt noch der Barschplatz, wo wir heute Morgen waren. Hoffentlich jetzt ohne Team Neuke. Dann würden wir den nämlich auf dem Weg mitnehmen. Das heißt entweder Barsch, Zander, Barsch oder Zander, Barsch, Barsch. So werden wir es machen. So werden wir es aufteilen. Barsch, Zander, Barsch oder Zander, Barsch, Barsch. Das hört sich gut an. Ja. So machen wir es.
Also ich mache den Wurf zu Ende, dann hast du eine und ab geht's. Und ab geht's. LMAB hat einen Plan. Hat Headbanger mittlerweile auch einen? Things haven't really gone as planned, eh? No, not at all. So we tried a few different spots on the river, on the small lakes that are attached to the river. But yeah, somehow we don't get a bite. So we can stick and bite into the bite, or we can change the spot and do one last spot, like a different water. Yeah, we're gonna change and hope that the fish is more active on the other spot, but it's gonna be hard. But at least you need to try something. It's a competition, and it's not always easy. We have limited time, so let's go. Besser. Aber kein 40. Nein, unter 40 hole ich nichts mehr ins Boot. Okay, ich habe auch, ich glaube. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher, die Wechsel. Ich kann das so schlecht schätzen. Ich bin ja alles in der Hoffnung, dass wenn ich so hänge, lustig klein, dass man irgendwann so ein Hecht draufballert oder irgendwas, aber gar nichts passiert. Alter. Gar nichts passiert. Ja, fish, fish. It's a small one. Small bite. Maybe up there, no? I don't know, but it is a fish. Our smallest one is 68, this one is 57. So it's too small, doesn't matter, it's a nice fish. And he goes back again, little pike. Bye bye. Großer Barsch, großer Barsch. Großer Barsch. Kescher. Oder besser zumindest. Das könnte ein Upgrade sein. Mann! Fuck. Oh Mann, echt, ich verstehe. Weitermachen, Junge, runterputzen, weitermachen, weichen, Fuffi. Was willst du mit dem Glätzeug? Gib mal den Platz nochmal 5 Minuten. Ja, von mir aus 18. Ich hab schon die Route wieder geholt, siehst du, Alter, ich kenn dich doch. 5 Minuten. Ey, ohne Witz, das war der 40 plus wieder. Ich verstehe es nicht. Wie viel Pech kann man haben bei dem Turnier, echt? Du musst Arschlachen wie ein Mann, sag ich, mag's ja auch immer. Das ist der hing doch dran. Das ist halt Barsch, steigt halt gern aus. Ist der bloß vor allem die Großen. Ja, das kommt von dem Catch Release, weil die alle so große Löcher am Maul haben. Fällt da gerade wieder raus, der Drilling. Siehst du? Fisch, besser. Besserer Fisch? Ja. Oh, ja, alles will nicht so hart. Bevor er wieder aussteigt. Etwas besser. Auch kein ganz großer Gigant, aber etwas besser. Ne, kleines Upgrade, wenn überhaupt. Ne, komm. Ist noch Häse oder was? Nee. Kein Upgrade. Warte. Ich messe kurz, trotzdem hatte ich kein Upgrade. Klar. Oh, pass auf, da hängt aber noch mal eine Schnur im Weg, gell? Ne, 30, kein Upgrade. Weiter. Wie groß? Der 30, der vorher war auf jeden Fall viel besser. Aber dann fange ich schnell. Na, vielleicht haben wir gerade einen Trupp. Also ihr habt es gesehen, den Fisch, den ich verloren habe. Der Motor lief schon, wir wollten gerade einen Spot wechseln. Ich wollte eigentlich schon eine Ankerfunktion rausmachen und eigentlich nur noch reinholen. Und dann kam wirklich beim Anheben, kurz vorm Boot, kam dann nochmal der Biss. Und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, nochmal einen Anker reinzumachen, also die Ankerfunktion. Und jetzt nochmal kurz anzufischen, in der Hoffnung, dass vielleicht der Trupp noch länger dasteht. Und wenn nicht, fahren wir nochmal runter zur Brücke. Aber unserem Plan sind wir jetzt noch nicht so wirklich treu geblieben, zu wechseln in das andere Gewässer. Ich weiß es nicht, ist gerade alles, ja, wenn der erste Plan nicht funktioniert, ist alles, ja, fraglich. Viele Fragezeichen im Moment. Keine Ahnung, vielleicht haben wir ja noch mal Glück, da ist der nächste, aber auch nichts Wildes. Das ist auch wieder ein kleiner Fisch, ganz kleiner, komm, der ist auch ab. Ja, ich bin echt etwas ratlos im Moment. Nie verzagen, Eule fragen. Ja? Fahren jetzt an die Brücke, dann fange ich schnell ins Sand an, dann kann der Chris durch ab.
Aber hey, ein Zander, gell? Keine Fritte hier. Ist ja klar, ich habe ja auch Ein Hunger. Zander. Schon ein schöner Portionsfisch, Alter. 58. Auf Bestellung mache ich das. Yes! Yes! Oh. Good strike. That was good strike. Woohoo! Excuse me. I am here. Sandra, yes! Yes. No. No, don't move. It's okay. It's our. Yes. Yes. Man, you are in the fight today. Yes. The strike! I told you the strike! Wow, nice. This is exactly what we need. Upgrade our smallest Zander. Nice. The change. Again. Never get stuck. Change. Woohoo! Yes. Ooh. Wait, my friend. That's exactly what we need. Yes. Exactly. That's true. Really nice. Zander. Let's measure him quickly. 73.5. It's really good for you. Yes. So 74? 74. Yes. Yes. Nice fish. Woohoo! Yes. That's exactly what we needed. We What a said knife. more than 60 to improve. Yeah. So that's the one. Perfect. What a Zander. Man. Yes. Come on. Come on. Yeah. Yes. Yes. We get it. Woohoo. Good feeling. Really good feeling. Slowly over the bottom. 10 gram. Boom. That was a good choice. And I rig it with the Pikecraft system. Here, the traction point is really on top of your lure. And for me, that increases the rolling action of your lure because you drag it from above. And so you have this extra rolling action on your shad. On top of that, this shallow screw system also allows the bait to move. And with the headbanger shad, it's really nice because the plastic is very soft, so you have a lot of motion into the water. And that's exactly what I want. Mit diesem tollen Zander beenden wir diese windreiche, abwechslungsreiche, aber für die meisten Teams auch durchwachsene Episode. Für Adventure hätte es besser kaum laufen können. Fullcard, Hecht und 2 gute Upgrades lassen die Kleidungsspezialisten momentan sehr gut dastehen. Der Rest hat ziemlich kämpfen müssen. Westin hat die guten Hechte noch nicht erwischt, Neuke endlich einen großen Barsch fangen können. Bei LMAB sind die Dickbarsche noch schüchtern und auch Zeck fehlen die ganz großen Fische für eine gelungene Aufholjagd. Headbanger konnte als einziges Team noch gar keine Punkte einreichen, doch ihre phänomenalen Fischgrößen lassen noch immer auf ein furioses Comeback hoffen. Alles offen für das große Finale in Gruppe C, das wir euch am Sonntag ab 18 Uhr präsentieren werden. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare, neue Abonnenten und Support-Einkäufe. Ciao!